Lamborghini Miura SV. Wir haben hier den Bugatti Chiron Supersport. Lamborghini Huracan STO in 6x6. Was zur Hölle, was für ein Riesenteil ist das bitte? So Leute, wir befinden uns heute in Katar, in Doha, bei Wajba Motors, wo wir gleich ein Auto abholen werden. Wir sind jetzt hier bei Lamborghini und bevor wir das Auto abholen, schauen wir jetzt mal ein bisschen hier rum, denn wir haben hier einmal Lamborghini, dort drüben haben wir Bentley und dann haben wir auch noch Bugatti und wir wollen natürlich schauen, was hier so in Katar, in Doha, was es hier so an Fahrzeuge gibt, denn ihr wisst ja, Dubai ist ja schon verrückt, aber wer weiß, was hier so in Doha alles so ist. Jetzt schaut mir hierher. Wir haben hier einen Lamborghini Huracan STO und ich habe so eine Lackierung, habe ich wirklich noch nie gesehen in diesem mattblau. Wenn wir uns das nämlich mal von vorne hier anschauen, das steht hier schon wirklich mega da, musst du ganz ehrlich sagen, mit den schwarzen Felgen, die orangenen Akzente, was ich auch wirklich gut finde, hier mit den Spiegeln, dass das in einem glänzenden Schwarz das Ganze gehalten ist. Also das steht hier schon sehr, sehr gut da. Und wenn wir dann jetzt halt weitergehen, hier haben wir einen Lamborghini Urus, auch eine ganz neue Lackierung von Lamborghini, ein spezielles Rot. Und was mir auch gerade hier auffällt, wir haben hier einfach den kompletten Diffusor aus Carbon, habe ich ganz ehrlich bisher noch nicht gesehen gehabt. Wir haben hier auch schwarze Felgen, schöne rote Keramik, Bremsanlage am Start. Aber ich muss jetzt noch mal hier an den STO hinschauen, weil Leute, ohne Scheiß, also ich habe diesen Spec noch nie gesehen und die Lackierung, das sieht schon richtig fett aus. Also ich glaube vor allem Aventador SVJ würde hier auch richtig gut zu dieser Lackierung passen, auch in dem Innenraum mit den orangen Akzenten, wenn es da weitergeht. Machen wir doch mal die Tür hier auf. Ah, okay, es ist zugeschlossen, perfekt. Aber wir haben natürlich die Schlüssel da. Wir müssen nur schauen, was hier der richtige Schlüssel ist. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ah, directly found the right one. Gleich den richtigen Schlüssel gefunden. Ne? Ja, schaut euch mal den Innenraum an. Wir sind das Auto letztens auf der Rennstrecke gefahren, den Huracan STO. Also das ist schon wirklich ein Megateil. Das steht schon wirklich gut da. Schön mit den komplett Alcantara-Sitze. Auch hier da komplett wieder hier die ganze Tür aus Carbon. So, aber jetzt gehen wir mal hier weiter, was hier noch so kommt. Und zwar hier haben wir auch einen Lamborghini Urus. Ich kann euch leider nicht sagen, wie die Farbe heißt, aber es erinnert mich so ein bisschen an dieses Miami Blue. Ich darf das eigentlich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil das ist ja eigentlich eine typische Porsche-Farbe. Aber musst du auch ganz ehrlich sagen, steht dem Auto wirklich hier in dem Blau. Aber auch nur deswegen, Leute, weil wir haben hier schön hochglanzschwarze Felgen am Start mit der blauen Umrandung. Also das passt dann schon wieder. Und jetzt, Leute, aber jetzt aufgepasst. Schaut euch das mal bitte an. Lamborghini Miura SV. Und in so einem guten Zustand habe ich das selten bisher gesehen. In dieser roten Lackierung mit den goldenen Felgen. Also das sieht schon richtig geil aus. Ich durfte mich vorhin gerade schon reinsetzen, wie das allein schon riecht. Der wurde komplett restauriert. Und ganz ehrlich, also ich meine, der steht wie neu da, Leute. Aber jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Wir haben da hinten auch noch einen Huracan Evo, auch in einer geilen matt-orangenen Lackierung. Hier haben wir auch noch einen Lamborghini Aventador. Das Ding wird einfach nicht alt. 2011 ist der Aventador rausgekommen und der steht einfach immer noch sowas von zeitlos da. Aber jetzt gehen wir mal darüber, denn jetzt schauen wir mal, was da drüben noch für Autos rumstehen. So, dann sind wir jetzt eine Station weiter, Leute. Jetzt sind wir hier bei Bentley. Schön classy das Ganze. Hier haben wir den neuen Flying Spur am Start, W12 Motor. Hier das Ganze als V8 Modell. Den W12 bin ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Also der Motor
ist einfach der Hammer. Und es ist schade, dass der Motor, dass den eigentlich fast gar nicht mehr in Europa fahren kann, sondern eigentlich ausschließlich nur noch im neuen GT Speed. Also auch hier mit der grünen Lackierung finde ich auch wirklich schön gehalten. Innenraum in Braun ist halt schön classy. Und auch von vorne steht der Flying Spur einfach geil da. Ist auch schon wieder echt eine Zeit her, dass ich das Ding gefahren bin. Aber Bentley muss man wirklich sagen, was die vor allem mit dem neuen Continental GT an Arbeit geleistet haben, das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir eben den neuen Continental GT in komplett weiß. Und ich sehe auch gerade, da ist einfach hier an der Seite, schaut euch das mal an, hier das mit dem Pferd, wie das hier lackiert ist. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen und das sieht hier richtig geil aus, also krass. Aber jetzt Leute, jetzt haltet euch fest, jetzt gehen wir noch eine Station weiter und jetzt wird's heftig. Also kommt mit mir mit und jetzt zieht euch das mal rein. So, wir sind jetzt hier bei Bugatti und jetzt schaut mal her, was wir hier haben. Wir haben hier den Bugatti Chiron Supersport und das ist schon ein Mörderteil. Und mir wurde gesagt, irgendwo ist der Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel jetzt mehr ist. Das ist perfekt. Dann fragen wir doch einfach mal. Do you know where's the key? Da ist der Schlüssel. Perfekt. Also, ich habe den Schlüssel, Leute. Und dann machen wir das Ding jetzt mal hier auf. Jetzt kommt mal nach vorne, weil das müsst ihr euch reinziehen, wenn wir das Ding hier aufsperren. Und zwar hier die Lichter. Aufgepasst, ready? Ich finde diese Details immer wieder so geil. Schaut euch das mal bitte an. Ich meine, ja, das sind nur Scheinwerfer, aber trotzdem, und das ist das, was ich bei Bugatti so feiere, diese ganzen Details. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Chiron Supersport genau bisher erst einmal gesehen. Jetzt sehe ich ihn zum zweiten Mal in dieser orangenen Lackierung. Wie böse schaut dich das bitte an? Und hier mit diesen artmäßigen Lufteinlässen, also heftig. Heftig, heftig. Selbstverständlich haben wir hier Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen am Start. Übrigens, die sind nicht gerade ein Schnäppchen. Also das ist halt so ein Problem bei einem Bugatti. Wenn du das Ding zum Service bringst, was heißt, es ist kein Problem. Das ist normal, was du hier an Geld bezahlst. Aber die Servicekosten sind bei Bugatti schon wirklich extrem. Aber auch hier so geil, was hier gemacht ist mit der Nummer 16. Und dann hier komplett alles aus Carbon. Aber ich feiere eigentlich noch mehr hinten das Heck, wobei ich sagen würde, wir machen jetzt mal kurz hier auf. Allein, dass wir hier ein Panoramadach sogar am Start haben. Schaut euch das mal an, das Ding ist halt einfach noch komplett neu. Hier Supersport, an der Seite, alles aus Carbon, dieser Innenraum. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mir fehlen da gerade echt ein bisschen die Worte, weil das steht hier schon richtig gut da. Also das feiere ich wirklich am meisten bei dem Supersport. Hier dieses Heck. Also da komme ich wirklich nicht drauf klar. Diese Endrohre, wie geil das gemacht ist. Hier zwei. Dieser riesen Diffusor. Komplett alles aus Carbon. Also das steht richtig heftig da. Und auch wie dann hier dieser riesen Flügel rausfährt. Zwar wir haben hier eine Gesamtleistung von 1600 PS am Start. Sind 100 PS noch mal mehr gegenüber dem normalen Chiron. Und das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir richtig gut. Das Ding steht sowas von clean, sowas von schön da und Bugatti macht halt einfach eine mega Arbeit. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt ist es soweit. Wir gehen jetzt raus, weil das Auto sollte nämlich draußen stehen. Und dann schauen wir mal, was wir hier für die nächsten Tage in Doha, in Katar zum Fahren bekommen. So Leute, hier ist unser Auto für die nächsten Tage in Doha, der Lamborghini Urus. 650 PS haben wir am Start. Wir kennen den Motor ja auch schon aus den RS6 und anderen Fahrzeugen, den schönen V8 Biturbo-Motor. Hier zieht euch nochmal allein diese fette Keramikbremse rein, schwarze Felgen, orangene Carbon-Keramikbremse, weiße Lackierung. Das steht hier schon richtig gut da. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Ding fahren lässt. Aber schaut doch mal hier nochmal. Hier haben wir weißen G63 am Start. Hier auch nochmal weißen G63. Aber jetzt zieht euch bitte das hier mal rein. Das ist halt einfach mal ein 6x6. Was zur Hölle, was für ein Riesenteil ist das bitte? Wenn du das mit den Autos hier vergleichst, nochmal, ich schwenke nochmal um. Also das steht schon hier
richtig, richtig mördermäßig da. Und von daher, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich steige jetzt in den Lamborghini Urus ein. Ich bin mal gespannt, was da so vorwärts geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.